In dieser Folge sprechen wir über etwas sehr Wesentliches im Ho'oponopono. Nicht wir entscheiden, welche Erinnerungen gelöscht werden, es ist unser Schöpfer, unsere Göttlichkeit, die das tut. Wir können eine Bitte äußern, wir können die Reinigungstools anwenden, aber es ist immer die Göttlichkeit, die entscheidet, was transformiert wird. Und sie tut dies immer so, wie es für unsere Entwicklung richtig und perfekt ist. Manchmal wünscht man sich, dass sich eine Situation sofort ändert. Und es scheint, als würde nichts geschehen. Doch manchmal ist es notwendig, dass die Situation bleibt, damit wir lernen, was für unsere Entwicklung wichtig ist. Kennst du das? Du willst, dass sich etwas sofort verändert und doch bewegt sich scheinbar nichts. Genau das ist die Gelegenheit loszulassen. Denn Reinigen ist kein Akt der Kontrolle, sondern ein Akt der Demut und des Vertrauens. Wenn wir Ho'oponopono anwenden, löschen wir Erinnerungen nicht mit unserer persönlichen Kraft. Diese Kraft haben wir nicht wirklich. Wir aktivieren nur einen Kreislauf, der uns mit der Göttlichkeit verbindet. Dieser Kreislauf funktioniert so. Das Bewusstsein, die Hawaiianer nennen es Ohani, ist der Teil, der wählen kann. Wenn du ein Reinigungstool benutzt, zum Beispiel Danke oder Ich liebe dich, entscheidet dein Verstand, den Reinigungsprozess zu starten, anstatt selbst nach einer Lösung zu suchen, die er ohnehin nicht finden kann. Das Unterbewusstsein, das innere Kind, unser Unihipili, hat alle Erinnerungen gespeichert. Es hört dein Danke oder Ich liebe dich, sucht die aktiven Erinnerungen heraus und übergibt sie dem Überbewusstsein. Das Unihipili, unser inneres Kind, ist also eine Art Bote. Wie es auch in der Bibel heißt: Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das erinnert uns daran, dass der Weg zum Göttlichen immer über unser Inneres führt. Das Überbewusstsein, dein höheres Selbst, die Hawaiianer nennen es Aumakua, empfängt diese Reinigungsanfrage und legt sie der Göttlichkeit vor. Es verliert niemals die Verbindung zum Schöpfer. Die Göttlichkeit empfängt also deine Anfrage und entscheidet, was damit geschieht. Nur sie weiß, ob eine Erinnerung jetzt gelöscht werden kann oder ob sie noch bleiben muss, weil sie für dein Wachstum wichtig ist. Dann geschieht Transformation. Die Göttlichkeit neutralisiert die Erinnerung, wandelt sie in reines Licht um. Und du empfängst diese gereinigte Energie entweder als Lösung oder als Kraft, deine nächsten Schritte zu gehen. Vielleicht klingt das abstrakt. Vielleicht leidest du an etwas, das sich nicht verändert, körperlich oder emotional. Doch in Ho'oponopono verstehen wir, das Problem ist nicht der Körper. Es ist eine Erinnerung, ein Gedanke, der sich über lange Zeit durch alle Ebenen gezogen hat und sich schließlich im Körper zeigt. Wir wissen nicht, woher diese Erinnerung stammt, aus einem früheren Leben, einer vergessenen Erfahrung oder von unseren Ahnen. Und das müssen wir auch nicht. Unser inneres Kind, das Unihipili, kennt die Ursache und das reicht. Wenn wir Danke oder Ich liebe dich sagen, macht sich unser Unihipili auf den Weg, sammelt die Informationen und übergibt sie dem Überbewusstsein. Ist das nicht befreiend? Wir müssen das Problem nicht verstehen. Wir müssen nichts kontrollieren. Wir müssen auch nicht entscheiden, was gelöscht wird. Das liegt alles in viel kompetenteren Händen. Die Göttlichkeit kennt das Gesamtbild und weiß, was für jeden Einzelnen von uns richtig ist. Das ist der tiefste Akt der Demut und des Glaubens. Nicht selbst entscheiden, sondern sich hingeben, vertrauen, zulassen. Das ist die wahre Kraft der Hingabe, die Essenz von Ho'oponopono. Ich liebe dich, danke.